sitzen die Haare. Oh Gott, hab ich Augenringe. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, Susi ist noch ein bisschen durch, ne? Bisschen Jetlag. Gefühlt waren wir ja gerade erst in China und jetzt sind wir hier schon auf dem Düsseldorfer Caravansalon. Denn ihr wisst ja, die Zukunft der Wohnmobile kommt aus China. Moment, ist es wirklich so? Das wollen wir uns hier angucken auf dem Caravansalon. Wie präsentiert sich China hier jetzt in diesem Jahr auf dem Düsseldorfer Caravansalon? Schauen wir es uns an. So sieht's aus. Genau. Genau hier war eigentlich mal der Hat mal Stand Dedo gestanden, ja? von Dedo. Dedo ist nicht mehr da. Tja. Und das ist ja schon mal das Highlight überhaupt. Auch wir haben natürlich in China mit Dedo gesprochen und wir haben natürlich auch von euch viele Kommentare gehört und gelesen bezüglich dieser Kooperation mit La Marca und was da alles in die Hose gegangen ist und welche Versprechen es gab. Und sehr, sehr spannende Geschichten. Zumindest hat sich Dedo jetzt hier dieses Jahr erstmal zurückgezogen. Ja. Ja. Da hat der Lukas uns extra angerufen und hat gesagt, ey, ihr müsst da mal in die Halle kommen. Da sind doch chinesische Autos. Vor allem, wir waren gerade heute Morgen als erstes hier, einen Stand weiter und haben uns Sky Dream angeguckt. Ja. Und ja, haben das Auto hier ehrlich gesagt kurz übersehen. Aber jetzt sind wir wieder hier, jetzt gucken wir uns das an. Das ist auch eine interessante Geschichte. Ja. Weil die sind... Weißt du, warum das eine interessante Geschichte ist? Ich will es mal gerade zeigen. Ne? Wenn Inselcamper schon hier sind, ne? Dann muss das eine interessante Geschichte sein. Die wollen den nämlich auch filmen, aber wir sind jetzt Erster. Wir kommen jetzt nämlich als erstes hier rein. Nein, das ist vor allen Dingen eine interessante Geschichte, weil die sind von China den ganzen Weg hierher gefahren. Genauso wie Dedo das schon mal gemacht hat, letztes Jahr und das Jahr davor. Also eine krasse Tour. Retracing the T-Road ist der Spruch. Ja. Und ich bin ganz gespannt. Ich kenne das Auto noch nicht, weder von hier noch aus China. Wir haben die da nicht gesehen, ne? Habe ich nicht gesehen, aber cool, dass sie jetzt hier sind. Und ja, jetzt gehen wir mal rein und gucken uns das mal an, oder? Ja, absolut. Ja. Lass uns mal schnell gucken. Okay. Wow, okay. Guck mal. Wow. Also, ich weiß jetzt nicht, die kommen ja aus der Shenzhen-Gegend, ne? Ja, Hast du gesagt? genau. Die kommen aus dem südlichen Bereich von China. Da wird es auch mal sonnig. Ja. Aber ich glaube, man sieht es auch, man kann... Nee, das wahrscheinlich per Ach so, automatisch dann die hier. mal reinholen und irgendwie müssen sie mal irgendwie was zeigen. Ja. So, weil grundsätzlich auch hier wieder, das ist kein Auto mit Slideout, ne? Aber es ist riesig groß. Guck mal, wie viel Platz ich hier habe und was das hier für eine riesige... Genau, es ist wie ein großes Auto. Ja. Und vor allen Dingen ist es ein lichtdurchflutetes Auto. Also die haben jetzt hier keinen Messestand aufgebaut, sondern die sind jetzt hier einfach mal in die Halle gerollt und das Auto aufgestellt, was ja auch schon speziell und besonders ist. Aber guckt euch das mal an. Wahnsinn, ne? Was für eine Helligkeit hier drin ist. Ja. Skyroof hat er auch extra gesagt. Super cool. Ja, aber warum ist das so breit? Meine Güte, das ist ja der Hammer. Ja. Ohne Slideout. Also... Ohne Slide. Ich sag dir warum. Weil hier natürlich so der klassische Küchenblock fehlt. Ne? Du kommst rein und hast hier deine Sitzgelegenheit und es fehlt hier am Eingang halt einfach aber sie deine haben trotzdem Küchensituation. Hier nochmal so kleine Ablageflächen unten und oben. Okay. Und die muss ich jetzt hier wieder... Ja, musst du hier wahrscheinlich auch. Genau, von beiden hier. Seiten. So. Kann ich wieder wegklappen oder Genau. unten, wenn ich Lust habe. Und ja, du hast recht, die Küche befindet sich ehrlich gesagt hinter dir. Deswegen ich laufe hier einmal mal rum. Ja. So und es ist wieder China-typisch eine ganz, ganz kleine Kochnische. Eine ganz, ganz kleine Insel. Ich vermute, wir finden gleich draußen noch was zum Kochen, wie das bei den Chinesen so typisch ist. Genau. Aber mal gucken, mal gucken. Ja. Aber hier haben sie auf jeden Fall eine schöne große Spüle. Natürlich gibt es eine Waschmaschine. Und auch da passt mehr rein, außer nur ein paar... Oh, da ist noch was drin. Ja, da ist noch, weil die sind ja gereist, ne? Das ist ja jetzt halt auch wieder ganz, ganz spannend. Guckt euch das Wohnmobil an. Die sind hier 2 Monate mit unterwegs gewesen. Wenn ich hier irgendwie so ein Fach aufmache, dann ist da Krams drin, ne? Also das ist jetzt ein Wohnmobil, was unterwegs gewesen ist. Ja. Die sind hier einfach von ihrer Tour unterwegs gewesen und hier in die Halle reingefahren, ohne irgendwie irgendwas sauber zu machen, ohne was auch immer, ne? Also, ich wollte gerade sagen, es ist nicht, man sieht, dass es benutzt wurde, dass es gebraucht wurde. Ja. Ne? Man sieht, dass es ein bisschen dreckig ist. Ja. Das darf es auch sein, wenn ich da 20.000 Kilometer mitfahre. Ja, und krass, also allein diese Sitzgruppe hier, ne? Und es sieht so aus, als wenn ich damit noch irgendwas machen könnte.
Weil, guck mal, das wird noch ein ganzes Bett hier. Ja. Da sind noch mal so Polster zum Ausklappen. Vielleicht kann er das nachher mal einmal umbauen und uns zeigen. Ja. Dann hast du hier unten ein großes Bett. Ja, was ich auch immer sehr, sehr charmant finde, übrigens, ne, hier diese kleinen Lösungen, hier, dass du hier nochmal Strom hinhängen kannst. Wir Ja. haben hier ein riesengroßes Fenster, natürlich mit Verdunklung und allem drum und dran. Wir haben hier oben, guck mal, einen kleinen Beamer hängen. Da ist nochmal eine Leinwand, die ich ja, runterlassen ja, ja, kann ja, und okay. ein Soundsystem, Ja, hier ist dass die ich Leinwand. genau da halt auch nochmal hier richtig hier? Kino genießen kann. Was ein bisschen charmanter ist natürlich, muss ich sagen, als bei diesen ganzen anderen chinesischen Autos, die theoretisch nur den Fernseher hier unter hatten. Und dann könnte man nur 2 gut gucken. Hier können jetzt alle 4 Leute auf die Leinwand gucken. Das ist natürlich sehr, sehr charmant. Oder ist da auch noch ein Fernseher drunter und wir haben es jetzt noch nicht gesehen? Würde ich jetzt nicht vermuten. Würde ich jetzt nicht vermuten. Ich weiß noch nicht mal, ob man es klappen kann. Das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn Ja. man in einem... Do you need I introduce this? Yes, Yes, please. Please come inside. Please. For example, could you maybe show us this bed? Yeah. How- Put it. Yeah. Of course. Okay. Ich stell hier mal kurz Ja, du machst den Service. Das ist gut. Sachen um. Es ist Ja. sogar dekoriert mit kleinen... I strongly recommend that you sit here. Okay. Sit. You sit also. Now you feel different. Yeah. Comfort. Very Okay. comfortable. Yeah, it's very nice. It's like a couch at home. Yes. I think this sofa is the most comfort Yeah. sofa in all these. That's a challenge, right? Yeah. It's really comfortable. Also es ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Er sagt sogar, er glaubt, das ist das komfortabelste Sofa hier auf der ganzen Messe. Aber es fühlt sich auch in der Tat so an. Ich Ja. meine, wir können jetzt über ist Design sehr- streiten, aber das Polster ist super und vor allen Dingen die Rückenneigung Ja. ist sehr, sehr, sehr entspannt. Also man sitzt hier wirklich sehr, sehr entspannt. And Yes. lovely view to the stars. Yes. And I can control it by language. Yeah. Yeah. 房车管家，主人您好，关闭天窗帘。天窗帘正在关闭。 Oh, shut up. That is amazing. Voice control. Yeah. Yeah. 房车管家，主人您好，打开天窗帘。天窗帘正在打开。 Yeah, you can let. 谢谢你。Awesome. Very nice. Das ist wirklich, wirklich toll. Da drüber Yeah. Air Air conditioning. condition condition. because Very powerful. yeah, Yeah. you get a lot of sun into the car, but you can Yes. Cool it down. Cool it down. Warm, you can close the curtain. Yeah. And you can cool it down. Okay. Because But for air condition, you always need a lot of battery power. yeah, we have very powerful battery. How much? 15 15. kW per hour. Yeah. Wow. It's enough for maybe 5 days. Yeah, off grid. Yes. Yeah, yeah. And if you drive the car, Yeah. it will charge. Yeah, of course. Yes. Yeah. So I don't need the solar. You don't need the solar? Yeah, I don't need solar panel. because light machine is enough to. Yes, it's enough. Yeah. Okay. And I like smooth and nothing on the roof. Yeah. I don't like many things. I like neat. Well, yeah, but it's not a simple car. It's actually quite well equipped. Yes, it's a little bit intelligent. Yeah, You can it is. It is. control everything. Yeah. Yeah, I will show you. Yeah, awesome. Yeah. You almost forgot it. You just did here. Almost forgot what we should do. Okay, also ich hatte ihn gefragt, ob er jetzt mal das Bett zeigen könnte. Und er hat jetzt die Fernbedienung genommen und baut jetzt das Bett um. Ja. Wahnsinn. Okay. Und auch, falls ihr es gerade nicht mitbekommen habt, wir haben hier uns das Dach kurz zeigen lassen. Und ich dachte, er nimmt jetzt eine Fernbedienung und drückt einen Knopf, dass es auf und zu geht. Nein, aber es ist mit Sprachsteuerung. Ja? Also so wie es in vielen chinesischen Autos auch schon üblich ist.
So, let's see. Okay. It's very easy. You can sleep on it. You can sleep. Okay. Feel. Super. Also dieses Auto, das sind ja schon wieder theoretisch, ist es ein Auto für theoretisch 4 bis 6 Leute. Ne? Du hast 6 Anschnallplätze. 4 people sleep in here, right? 2 here. and then two here, there. And with a kid. Yeah. Yes. Okay. Genau, also More Yeah. space here. Yeah. Okay. genau, du hast 6 Sitzplätze, 4 Ja. Schlafplätze theoretisch. Und ich sag mal, wenn du es mit 2 Leuten nutzt, dann nutzt du ja wahrscheinlich ohnehin oben das Bett. Aber auch das ist hier natürlich, oder du nutzt halt beide Betten, ne? Unten und oben. Aber genau. ist auf jeden Fall ein schöner Bereich, um das zu nutzen, definitiv. Was mir nicht so ganz so gut gefällt, ist die Matratzendicke. Also man sieht es hier, ne? Das ist aber so typisch, ich würde mal fast sagen, nicht chinesisch, sondern eher asiatisch, dass die Matratzendicke einfach da nicht so viel hergibt. Ja. So, the mattress is not so thick, but Yes, you probably can put something else on top Yes, to make yes. it more, yeah, topper or Yeah, something yeah. to make it more soft. Also man kann ja noch was drauflegen, wenn einem das nicht reicht, aber ansonsten hier der Sitzkomfort und auch es ist relativ simpel hier einfach rausgezogen, die Erweiterung, und ich kann es auch wieder reinschieben And und dann habe ich hier mein Polster. here is the pillows. Pillows Ah, okay, wonderful. Ah ja, okay, also ich habe Staufläche. nochmal. Staufläche unter den Sitzflächen, Ja. das ist auch sehr gut. So, very clean outside. Ja, Ja, super sehr gut. Okay. Is there a TV under? No. No, here. You have the TV here with the. Yes, dimmer. Yeah. Yes. Yeah, we've seen that one. Yeah. Oh, we just seen a lot of Chinese cars that have the. Yeah, The I don't, TV. I don't like it. Yeah, we also don't like it because then only people who sit here, Yes. and this one cannot. Fair for everything. Yes, right? unfair. Yes. I So. don't like it. Okay. And Genau, das if ist, you want, you can come here. Yeah. You can come up here. It's very different. Let me give you the ladder. Genau, du hast ringsrum hier auch nochmal Staufläche. Ich mach's nochmal ein bisschen auf, Sorry. weil vermutlich haben die ihre eigenen Sachen. Ja. Was ich auch immer gerne filme, sind die Beschläge. Auch die sehen hier gut aus. Ne? Und auch die Schließmechanismen hier sehr, sehr schön. Oi. Und vor allen Dingen, was jetzt hier auch besonders ist, Susi krabbelt einfach mal nach oben, ist Ja. ja, dass du da halt auch nochmal einen Bereich hast, den du sehr luftdicht offen hast hier. Ja. Ne? Also mit dem Mückennetz, hier ist ja halt einfach auch nochmal eine super Möglichkeit hier zu schlafen, weil hier so ein Pop-Up-Roof ist. Das ist mega. Und Ich das- weiß nicht, wie es im Handling ist, aber du hast auf jeden Fall nicht das Gefühl, hier eingeengt zu sein. Wenn es natürlich ein bisschen kühler ist, so when it gets cold, you just close. No, we have other waterproof and Insulation. yes, here. Ah, okay, and then you put you this can change around. it in 1 minute. Ah, that's pretty cool. Okay, es gibt halt so Stoff, den du außen Ja. nochmal rumhauen kannst. Das ist jetzt die Sommervariante, aber wenn du Das dann ist, halt... das ist hier einfach mit einem Klettflausch, ehrlich gesagt, einfach nur so range. Guck mal hier. Ja, okay. Ne, das kannst du Okay. dann. Und hier sind Reißverschlüsse Ja. und da kannst du das andere dann einfach mit einem Reißverschluss festmachen. Ja. Was auch schön ist, Yeah, bye bye. Good evening. ne, man hat, you have some privacy. You know, someone can sit downstairs and you Yeah. can stay here and Yeah, you can sleep down. yeah. You can sleep. You, Okay. You feel, I'm afraid I won't get up in again. Oh, Ja. Yeah. Give you pillow. Yeah. Service. Shishini. Okay, ja, hier ist sehr viel Platz. Und vor allen Dingen das mit rausgucken ist sehr schön. See you tomorrow. Ja, see you tomorrow, bye. Ja. Okay. Ja, Seitchen. ansonsten hier habe ich auch nochmal meine Technik. Hier sieht auch schon wieder wie TBB. Yes, it's a panel. Ja. Ja. You can touch. Ah ja, genau. Yeah. Hier habe ich wieder Yes, mein water. Perfekt. Green water.
Yeah. and black water and light, the fuses, Yeah. light, light. Ah, okay, super, ja. Alles Awesome. steuerbar hier. Toll. Wow, okay, nice. Oh. Okay. Aber man merkt es auch, ne? Es ist ein bisschen wie auf dem Boot. Es wackelt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er draußen Stützen hat. Aber man merkt schon, es ist ein großes Auto. Oh, jetzt flackert es hier ein bisschen das Licht. Das ist, Ja, it's because of the light. ja, ich muss das mal anders einstellen. Okay. Genau. Ich komme mal wieder runter. Ja. Viele sagen ja, irgendwie, das ist jetzt eine sehr, sehr kleine Küche, ne? Aber in der Tat, bei den Chinesen, cooking is different because you have electricity and you can cook here, right? Yeah, cook here and you can cook here. Right. Yeah. You make it more like an event. You can do it together at the table. So lovely. If you need, I can Let's do a hot pot. put a gas cooker Outside? outside. Yeah. 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 That's easy. Ja. But I don't like it. No? Yeah, because I think you should stay in your space. Yeah, Depends on the weather. Depends on Ja, know? right. Ja, genau. Also man hat hier Flächen nochmal zum Raufklappen. Also in China ist in der Tat Kochen im Auto halt ein anderes Tennis, würde ich mal sagen, weil die halt ungern im Auto kochen aufgrund der ganzen Geruchsentwicklung. Und Öl. Die kochen theoretisch immer lieber draußen, aber Ja. theoretisch kannst du im Auto halt problemlos kochen, weil hier so viel Strom an Bord ist und du kannst den Elektrokocher oder Gaskocher mehr oder minder hier halt überall hinstellen. Kleines Highlight ist übrigens auch nochmal das Bad. Ich will es nochmal gerade filmen. Ja. Mal gucken, ob sie sauber gemacht haben. Oh nein. Da mache ich schnell zu. Okay. Genau, aber es ist auf jeden Fall schön hell und auch groß. Sehr Ne? groß, ja. Also es Dagegen, ist auf jeden Fall Platz. Der Kühlschrank ist dagegen wirklich mickrig, muss ich sagen. Für so ein großes Wohnmobil würde ich hier einfach mehr hinstellen. Natürlich obligatorisch haben wir hier eine Mikrowelle mit drin. Bei so viel Strom, warum nicht? Ja. Und hier ist auch noch mal, habe ich vorhin schon gesagt, sie haben eine große Spüle. Warum man jetzt hier noch mal so einen großen... Das ist wie so ein Badezimmerschrank. Ja, eigentlich. das ist der Badezimmerschrank, weil du hier im Bad halt keine hast. Du nutzt das Ja. Bad halt eher als Dusche. Ne? Du Ja. hast hier halt einfach die Möglichkeit, hier alles voll zu duschen. Wobei du hast da natürlich auch einen großen Spiegel, aber es ist jetzt nicht der Spiegel, sondern eigentlich nur noch ein Spiegel, um das Bad ein bisschen Ja. zu vergrößern. Ja, und was auffällt ist, sie haben Mal hier nochmal hinten bisschen auf. auch noch Na mal... gut, hier die Spaltmaße, da kann man irgendwie drüber streiten, ob das jetzt ja alles so schön ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, Ne? okay. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Es fühlt sich sehr luftig hier drin an, Ja. obwohl es kein Slide-Out hat. Genau. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass du hier sehr große Fensterflächen überall hast und das ist sehr cool. Ich gucke noch mal einmal ganz kurz hier vorne durch. Alles auf Iveco-Basis und dann halt der chinesische Iveco. Genau. Der kostet ja auch nur ein Apfel und ein Ei. So sieht's aus. Genau. Ja, dann zeigen wir das Auto noch mal von draußen, Super gerne. weil wir müssen jetzt Platz machen für, bitte. für die richtigen YouTuber, die hier was zu sagen haben. Viel Spaß euch. Ja, ich gucke mir danke. euer Video an, ne? Ich bin gespannt. Ja, wie eure. Ja, ja, sehr gut. Super. So, you have the outside cooking as well? We don't have it. You don't now, have it but now. I can, You could do it. yes. Yeah. Ja, genau. Also von außen ist hier natürlich eine Menge Schrift drauf. Was halt so ein bisschen jetzt fehlt, ich würde mal sagen, eine kleine Heckgarage. Also Staumöglichkeit von außen. Du hast innen sehr, sehr viel Platz, Ja. kann man sagen. Aber außen ist halt schon wieder sehr, sehr wenig Platz. Sie haben hier noch ein paar Fächer. Hier ist ein kleines Fach, genau. Ich vermute mal, da haben sie jetzt ihren privaten Kram drin. Storage. Deswegen, Yes, sorry. Storage. Okay. ja. Okay. So Okay. you both did the tour from China, yeah? Here Yes, to? Yeah. yes. Yeah. Yeah, great. He is a very famous blogger in China. Yeah, he has He has many followers. Yeah, many. followers. Okay. Yeah. Yeah. It's a pleasure to meet you. Yeah. Yeah. Oh, okay. Great. China's Then I a want big to have a country. picture with you. Yeah. Awesome. Aber erstmal lass uns noch mal ganz kurz ums Auto einmal rumlaufen. Yeah, we're gonna walk Doppelbereifung. around the car one time. Genau. Doppelbereifung hier beim Auto. Ja, der Alkoven, man sieht ihn hier, ne, der ist halt
schon bullig. verhältnismäßig massiv, Ja. wie ihr so von oben zu sehen ist. Aber was halt auch schon wieder ganz geil ist, ist natürlich das Glas da oben, was man sieht. Ne? Ja. Das ist natürlich sehr, sehr schick. Und ja, das mit diesem Pop-Up-Roof, das müsste man mal testen, ne? Wie sich das so anfühlt. Also ich kann es mir vorstellen, im Sommer sehr, sehr schön. Bei schlechtem Wetter muss man mal gucken. Aber fairerweise muss man ja auch sagen, man muss dieses Pop-Up-Roof ja gar nicht hochlassen. Nee, aber Also du hast könntest einfach, da oben im Alkoven auch schlafen ohne Pop-Up. Genau. Pop-Up ist halt nochmal eine Besonderheit. Du kannst aber auch alles wegnehmen, ne? Sodass du unter freiem Himmel schläfst. Du brauchst noch nicht mal das Mückennetz Ja. oder was anderes. Also von daher, ja, ganz cool. So, und wenn wir hier noch einmal weiter rumlaufen, können wir Inselcamper noch mal einmal in Action hier filmen. Und auch gar nicht weiter stören, genau. Hier ist Noch noch ein bisschen mal Storage. ein bisschen Storage, Ersatzreifen. Ja. Genau, ich gucke noch mal von unten. Also die obligatorischen Stützen, die fehlen hier so ein bisschen. Ich hatte ja schon ein bisschen Angst, Marco, dass wir hier gar keine chinesischen Camper mehr sehen auf der Messe, nachdem Dedo sich erstmal verabschiedet hat vom Markt. Aber wir wurden überrascht. Ja, es hat sich doch noch jemand hierher getraut. Und zwar auf dem Landweg mal wieder. Unglaublich. Ja, die sind die ganzen 20.000 Kilometer mit diesem Van Gogh RV hier nach Düsseldorf gefahren. Und mir gefällt das Konzept sehr gut. Es ist zwar an der einen oder anderen Stelle nicht ganz sauber gearbeitet. Ja, das kann man offensichtlich sehen. Aber das Konzept, ja, und das Raumgefühl ist mal wieder, wie wir es von den Chinesen kennen, wahnsinnig groß und das ganz ohne Slide-Out. Also Respekt dafür. Ja, also China-Auto, ne? Schon wieder, werdet ihr sagen. Oh. Ja. Und ja, gut, ist jetzt auch schon wieder nichts Innovatives, weil das ist wieder irgendwie so ein chinesischer Iveco. Das Konzept innen ist ja ganz schön, aber dann hast du doch wieder die Baustelle mit diesem irgendwie Importieren des Dieselfahrzeugs und die so. Emissionsvorgaben in Europa. Ach ja, und ist kein kompliziert, ne? Service-Netzwerk und Nee, das ist echt. so. Ja. Ey, die haben das Auto auch auf einem BYD gebaut, also voll elektrisch. Damit sind die jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht hierher gefahren. Nein, es ist gerade fertig geworden. Es ist gerade fertig geworden. Also Sie wären sogar, völlig verrückt, sie wären mit einem Elektrofahrzeug, die Idee war mit einem Elektrofahrzeug, was über 1000 Kilometer übrigens pro Ladung fährt, irgendwie hier zur Düsseldorfer Messe zu fahren. 100% Elektro, ja, BYD. BYD in 10 Minuten zu laden, ja, Wahnsinn. Vollladen, Ja. 1000 Kilometer, BYD, das Konzept, da rein, unfassbar. Also dann ist doch das die Zukunft. Leute, okay, dieses Jahr konnten wir euch noch nicht irgendwie das Oberhighlight präsentieren, aber wir können ja jetzt schon mal sagen, boah, was da kommen wird, das Ja. wird krass. Ja, wir haben das Video dazu gesehen, die Live-Bilder, also uns ein kleines Video gezeigt, Fotos gezeigt. Was wir zeigen dürfen, zeigen wir euch hier. Und was wir nicht zeigen dürfen, das zeigen wir euch demnächst. Und jetzt sagt ihr, oh ja, gut, komm, und ihr immer mit die Zukunft der Wohnmobile kommt aus China. Woher denn sonst? Was glaubt ihr, wer sonst so ein Elektrofahrzeug in der Dimension, ne, mit den Werten so auf den Markt bringen wird? Das geht doch nur mit wie BYD, 1000 Kilometer, 10 Minuten laden, mit so einem Wohnmobil, mit dem Konzept. Jetzt tief durchatmen, Marco, tief durchatmen. Wolltest du immer haben, ne? So einen wollte ich immer haben, genau. Das war der Traum Ja. eines 18-jährigen Markus mit so einem Teil hier St. Peter. Weil kennst du die Serie noch Gegen den Wind? Natürlich. Ja? Ja, mit Ralf Bauer. Hallo. Ganz genau. Und Hardy Krüger Junior So sieht's aus. als Surfer in St. Peter. Ja. Und einer von denen, ne, der hatte nämlich so einen kleinen Jeep und ist damit immer nach St. Peter an den Strand gefahren mit seinem Surfbrett oben auf dem Dach. Ja, sehr und süß. deswegen war das mein Traum. Aber man könnte ja schon fast vermuten, dass wir von Xi Jinping bezahlt werden, um hier ordentlich China zu promoten. Ist ja gar nicht so. Ich finde die Wohnmobile die auch einfach, nicht. nee, brauchen die gar nicht. Ich finde die Wohnmobile einfach großartig. Wenn ihr noch kein Video von uns gesehen habt, guckt es euch nochmal an. Wir haben ein paar China-Mobile gefilmt. Die sind einfach komplett anders. Ganz andere Herangehensweise als bei den Wohnmobilen hier in Europa. Was Neues, was Tolles und alles noch bezahlbar.
Aber wir fragen uns natürlich trotzdem, was passiert mit dem deutschen Markt, was passiert mit dem europäischen Markt? Kommen die Chinesen jetzt? Übernehmen die jetzt hier alles? Ja, also gibt ja schon einen Kauf in Spanien. Genau, und wir haben einiges munkeln hören. Es wird spannend. So, das ist der Stand, wo wir hin wollten. Ja. Das sind jetzt die Chinesen, die hier auf den Markt kommen. Und wie es halt immer so chinesisch üblich ist, eigentlich produzieren die Haushaltsgeräte Ja. und haben noch keinen einzigen Auftritt gehabt in China. Die haben nämlich gesagt, wir zeigen das, was wir hier können und wollen, Ja. das allererste Mal auf dem Düsseldorfer Caravansalon. Ich bin echt gespannt. Wir sind am Stand von SkyDream, eine Firma, ein Hersteller aus China. Und wer unsere Videos schon ein wenig kennt, der weiß, dass wir gerne über China berichten. Wir waren jetzt auch lange in China. Und wir sind heute bei SkyDream und ich bin hier heute mit Luis. Und Luis wird uns gleich erzählen, was das neue tolle Produkt von SkyDream ist, weil die sind ganz neu auf dem Markt. Die sind noch nirgendwo auf einer Messe gewesen. Hier in Düsseldorf zeigen sie euch, was sie Neues, Spannendes entwickelt haben, womit sie euch begeistern werden. Luis, yeah, you are quite new to the market. Can you tell us a little bit more about your company? What's your background? Our company is from, I think we are a global company, but as you can see, we are the Chinese face. Yeah. So we are from China, but we are doing the R&D and the manufacturing in Yeah. China. Yeah. But we are sending all the parts from China to the global markets. Yeah. Was mich halt wundert, ne? Dann kommst du hier als chinesische Firma her, willst so ein richtig geiles Produkt vorstellen und kommst aber nur mit einem kleinen Filmchen, mit so einem Imagefilm. Das ist ein bisschen schade, Das ne? habe ich ja auch versucht, nett verpackt zu fragen, Ja. warum denn das Produkt jetzt hier nicht zu sehen ist. Ja. Das würde mich natürlich brennend interessieren. Sie haben es so argumentiert, habt ihr ja gehört, da wird gerade noch sehr viel getestet in China, in verschiedenen Bereichen, Untergründen, was auch immer. Und dann wird es ja auch nicht als Ganzes hierher geschickt, sondern in Teilen und wird dann hier vor Ort mit Hilfe von ortsansässigen Firmen, würde man sagen. Die sie noch suchen. Weiß ich nicht. Also so Haben genau. sie gesagt, dass sie noch ein stell- bisschen suchen, ne? Also sie suchen halt noch irgendwie hier Kooperationspartner, Ja. die dann Falls hier ihr euch vor jetzt Ort... angesprochen fühlt. Genau, also wenn ihr Bock habt, hier so irgendwie Wohnwagen zusammenzuschrauben, ne, die aus China versandt werden. Nee, aber Spaß beiseite. Ist natürlich ein spannendes Produkt, gerade weil natürlich die Chinesen auch wieder ihre Stärken rausbringen. Die hauen halt sehr, sehr viel Strom da rein. Du kannst halt Wasser. ne, das Auto vorne, dein Elektroauto, kannst du halt als Zugmaschine nehmen und anschließend mit dem Wohnwagen wieder beladen. Das ist schon spannend. Also das ist schon ganz cool. Du kannst, genau, und du kannst auch, wenn du mal so viel Solarstrom hast oder Windstrom und du weißt nicht, wohin damit, dann kannst du das sozusagen als externe Batterie Neben deinem Haus, ne? neben deinem Haus stehen haben. Das ist doch cool, oder? Das ist schon cool, ja, klar. Weil Speicher sind teuer, Ja. ne? Ja gut, die Wahrheit ist natürlich, in den meisten Wohnmobilen, auch wenn sie in Europa produziert werden, steckt ja schon ganz viel China drin. Also von Batterien über Kabel bis hin, ach ihr wisst schon, ne, Wasserpumpe und so weiter und so fort. Aber trotzdem, es ist spannend, wenn die auch nochmal hier ihre eigenen Wohnmobile zeigen. Ja, das ist ja so, ne? Ja. Also Susi, ich war total aufgeregt und gespannt. Was würde denn dieses Jahr auf dem Düsseldorfer Caravansalon hier aus China stehen? Ja. Ja. Und? Steht nicht so viel hier, ne? Wie kommt's? Wir haben ja in China auch schon mit Dedo gesprochen und das ist ganz spannend. Also die Geschichten dahinter, die sind so ein bisschen wie eine Daily Soap. Die kann man gar nicht alle so berichten und auf jeden Fall gab es eine Menge Ärger. Und nicht nur bei den Kunden gab es eine Menge Ärger, sondern auch bei den Chinesen gab es eine Menge Ärger. Ein Grund dafür, das leuchtet mir rot nicht ein. Komisch. Normalerweise sprechen wir über Campervans aus China. Heute gucken wir uns Wohnwagen aus China an. Für die, die es interessiert oder die noch Interessenten werden wollen. Und weil es ein Thema ist, mit dem wir uns wirklich noch nicht so viel beschäftigt haben, habe ich mir von Martin von Lido Starlight ihn als Hilfe dazu geholt. Und er wird uns jetzt etwas zu den Wohnwagen erzählen. Und ja, lass uns einfach starten. Martin, thanks for having us here.
We are pretty new to the business of trailers. Yes. But what caught our interest is that those trailers are coming from China. Is that right? Are they produced in China? It's like 60% is made in China. Okay. So what you've seen is the car body like the normal cars. Yeah. Because our mother fabric produced the car bodies for Jaguar, Range Rover, Okay. etc. And we did innovation in the whole von mobile industry. Yeah. We produced as the first company Yeah. the really hard material car body. No Okay. plastic, no paper, no Okay. sandwich panels. It's totally different than all of others what you can find in a caravan salon. Because I enter from the back. Yes. Yes. Enter from the back Okay. and please come inside. Okay. Yeah, you can close the roof if you want drive. Yeah, Then of course. The whole body have the good aerodynamic shape. So Okay. you can use even with the Tesla Okay. and save the energy. Okay, so cooking is only with electricity? No. So, no. No. No, but first, how much electricity do I have here? How much is the... Yes, Battery then power. we must ask the technical guy. Okay. I know it's the solar panel upstairs with Yeah. the two big batteries and it's the 600 ampere That sounds good. hours. Yeah, that It's sounds the big one. Okay. But the whole caravan Yeah. basic on gasoline. Okay. So the heating and the cooking Yeah. thing use the diesel. Okay. We have the kitchen outside where we can cook. Okay. Yeah, I remember. And Okay. you can sit with all your family and make the walk Yeah. of the hotspots. Yeah, if you like hot pot. Or you can do anything else. Yeah, I see the veteran. visitors when they're coming here, the Yeah. guys walking soft and then by the car directly gets They extra get straightened power, up. strong, yes. Okay. Okay, what's special about this What's trailer? special is the Besides the design. aluminum off-road light, 730 kilo. Yeah. Everything is very strong. You can close door like old car. Make a lot of noise. Yes. Okay. This, very basic interior. What's yeah. If you go from the other side, you can see that the windows are the same. They're seamless. Surface. Yeah, seamless surface. Yeah, Uh-huh. that's nice because also for security issues, I think those type of windows are always a better choice. Yes. So people cannot easily go behind it and, break them open. So if you want close, Yeah. you can use only the button. Oh, nice. Ja, wir haben hier schon ein paar YouTuber gesehen, die hier natürlich auch jede Halle einzeln abfilmen und genau zeigen, was gibt es hier für Autos auf dem Caravansalon, was sind die Neuerungen, die Highlights, welches Dekor wird jetzt bei welcher Firma neu ins Sortiment aufgenommen, aber so ein Video seht ihr hier bei uns nicht. Nö, wir zeigen nicht so gerne neue Sachen. Ja, schon, aber ey, guck mal, wir gehen mal ganz kurz hier zu Karmann. Ja, also ich muss so ein Auto auch nicht filmen, weil ich finde das auch nicht spannend so. Also ich filme ja am liebsten Dinge, die ich selber spannend finde und ich finde halt gerade neue Konzepte, neue Grundrisse super spannend. Ja, wobei natürlich so ein Auto ein bisschen limitiert und man kann jetzt nicht unendlich viele Variationen hier rauszaubern, so dass man hier Bad, Küche, Schlafplätze und Stauraum noch hat. Und es gibt. Aber jetzt muss ich dich mal genug blöd fragen. Wir Interessenten. haben ja selber einen Bus ausgebaut. Hast Ja. du jemals schon mal irgendwo irgendwie unseren Grundriss mal gesehen? Wenn es doch so einfach ist und irgendwie der Grundriss immer alles vorgibt, Ja. dann finde ich es spannend, dass man dann doch auch bei vielen
Individualausbauten immer wieder viele neue spannende Konzepte sieht. Das stimmt. Und deswegen gucke ich mir auch lieber die kleineren Hersteller an, Ja. als diese großen. Ja. Weil bei den kleineren, da sieht man auch noch mal ein paar ganz geile Ideen. Ja, So, ich glaube, die denken nochmal quer. die haben dann aber auch eine andere Herangehensweise und auch ein bisschen mehr Freiraum vielleicht. Genau, und nicht diesen Auszuprobieren. Budgetdruck, dass der Chef von hinten kommt und sagt, so, nächstes Jahr hier, aber... Ja, aber zur Wahrheit gehört auch, ne, wenn du in Masse produzierst, hast du auch einen anderen Preis. So. Stimmt. Irgendwann, wenn ich mal groß bin, dann hole ich mir so ein CS-Mobil. Ja, aber Zuladung hast du in so einem Auto auch nicht, ne? Nee, das ist für mich. Da Ach so. kommst du nicht mit. Das ist meins dann. Mein CS-Mobil. Na toll. Dann nehme ich das. Okay. Jeder kriegt seins. Ja, der Daniel von Klesana zeigt hier mal deren neue Innovation. Und zwar ist das eine kleine Toilette, die eigentlich so ein Porta Potty ersetzt. Ja, dann habe ich hier halt meinen Akkuschrauber und hier das Ding. Ist geil, ja. Coole Idee. Klasse, vielen Dank. Und auf geht das hier einfach jetzt ziehen. Ja, okay. Ich muss ja fairerweise dazu sagen, wir haben den Daniel von Klesana schon ein paar Mal getroffen, unter anderem auch in Japan auf einer Messe. Und deswegen wurden wir hier auch zu Klesana eingeladen, weil die hier ein neues Produkt vorstellen wollten. Über Klesana kann man jetzt denken, was man will. Natürlich, ja, man muss ein Abo abschließen für diese Beutelchen und ja, das ist mitunter, wenn man das nur für Pipi nutzt, auch eine teure Nummer, ne? Mit 20 Absolut. Cent pro, gar keine Frage. Ja. Und umso begeisterter bin ich jetzt von dem Produkt, weil das ist jetzt mal was ganz anderes. Jetzt mal unabhängig von, ob ihr so ein Ding da in euren Camper packen wollt, ne? Aber als Baustellentoilette ist das ja der Hammer. Wahnsinn. Also das ist doch nochmal ein richtig geiles Produkt. So. Ja, also als er da den Stoff weggezogen hat, dachte ich so, was kommt denn jetzt? Das sah aus wie so eine Handwerkerbox, ne? Wie bei Marco. Ich sag ja, so eine Makita Handwerkerbox, weil sie auch noch die gleichen Optik, Farben gewählt hat. Ne? So, aber das ist halt eine Toilette für überall. Und ich meine, wir haben schon andere Situationen gehabt, keine Ahnung. Du bist mit dem Auto unterwegs, du willst diese Raststätten-Klos in Deutschland nicht benutzen. Ja gut, am Ende gucke ich mir natürlich solche Autos auch immer an, weil ich denke, oh ja, guck mal, das könntest du für den und den Preis auch selber bauen. Ne? Also primär, ich meine, wir haben mit dem Kanal angefangen als Selbstausbau und am Ende ist es ja auch alles Selbstausbau, was wir jetzt zeigen wollen. Ja. Ja, wenn man viel Geld hat, ne, dann kann man sich ja auch einige Träume erfüllen, auch als Ausbauer. Ne? Dieses Auto hier kostet 300.000 Euro. Da kann man schon so ein paar geile Lösungen erarbeiten. Die haben aber auch ein paar geile Lösungen erarbeitet. Hier unter anderem, guckt euch mal die Matratzen an. Ne? Also, das ist ein Transporterkonzept. Das lebt dadurch, dass du hier unten einen Raum hast, da kannst du deine Fahrräder reinschmeißen, kannst dein Sportequipment reinschmeißen. Die haben oben ein festes Bett und unten die Möglichkeit, nochmal ein Bett zu kreieren. Links und rechts Technik, ne? Batterie, Wasser. Aber mein Highlight, das sind diese Matratzen. Denn in den Matratzen, da ist nochmal innen drin eine Verstärkung, also ein Fiberglas, wie so ein Lattenrost, rein integriert. Und dadurch brauche ich keinen Lattenrost, ich brauche keine Verstärkung, sondern ich kann einfach die Matratzen hier zwischen die Bretter packen. Und jetzt irgendwie hat er mir vorhin angeboten, dass ich hier mal reinkrabbeln darf. Das will ich jetzt einmal mal kurz machen. Und kann man hier so reinlegen. Das ist schon cool. Also du hast hier drüber ein Bett und hier unten ein Bett, hast hier die Tür. Und das ist hier schon eine sehr gemütliche Höhle. Also wir dürften uns dieses Auto nicht kaufen, weil ich glaube, Lotti würdest du hier aus diesem Bereich nie wieder rauskriegen. Und damit man das nochmal besser sieht, ne, hier die Variante einfach als Heckgarage. Übrigens hier, sogar mit einer kleinen Waschmaschine da an der Wand. Was man hier auch nach wie vor merkt, auf der Messe, ist diese, ich nenne es mal, diese Gier nach Geld, nach 4x4. Ja, also du musst hier halt Geld haben. Ne? Du musst hier halt Geld haben. Und vor allen Dingen, wenn wir uns gleich drehen, also ich meine, gut, hier stehen wir jetzt bei Cargo Clips, aber wenn wir uns drehen, dann sieht man ja auch schon wieder diese dicken Autos da. Ja. Übrigens nicht nur die dicken Autos, ne? Ist dir mal aufgefallen, was die da oben für ein Zelt oben drauf haben? Oh ja.
Das kommt mir bekannt vor. Ja, ne? Ja, Ja. das ist ein sehr schönes Modell von einem Dachzelt, von einem sehr guten Hersteller. Ganz genau. Und wenn man sich dann halt nicht dieses Auto leisten kann, Ja, zumindest das Zelt da oben, das kann man sich leisten. Das Ne? könnt ihr euch noch leisten. Ja, das ganz könnt ihr genau. auch auf andere, kleinere Autos draufpacken. Ja. Ja. Ich habe gar nicht so viel mehr dazu zu sagen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. So, das lassen wir so im Raum. Ja, ich war ja euphorisiert bezüglich Dedu, als die hier letztes Jahr auf dem Caravan-Salon waren. Und das Jahr davor auch schon. Genau, und ich dachte, das geht jetzt hier so weiter. Ne? Ich dachte, dieses Jahr wird China explodieren. Und wir wurden eines Besseren belehrt, weil es hier einfach nicht so viele, hier, also mittlerweile gibt es, glaube ich, 16 Aussteller chinesische hier auf der Messe. Aber die konzentrieren sich auf andere Dinge. Das sind nämlich eher Hersteller von Autoteilen, die für die Caravan-Industrie hier interessant sind. Aber die bringen jetzt nicht die kompletten Autos hier rüber. Wir sind bei Dedu, also der hier das letzte Mal groß ausgestellt hat, auch öfter vorbeigelaufen und haben immer gefragt, und welche Autos werdet ihr ausstellen, wie wird es denn aussehen? Und War ein ganz schönes Rumgedruckse. die erstmal, ne? Reaktionen waren sehr, sehr verhalten. Das Ja. hat mehrere Gründe. Erstens gehören die ja sozusagen zu einem Dachkonzern, der New Go Now Group. New Go Now Group, ja genau. Ja. Und die hat sich gerade neu positioniert, also sie stellen sich neu auf. Die haben nochmal 2 Marken zusammengeschmissen und eine andere Marke etabliert. Also von daher intern sehr viel haben die los. sehr viel zu tun gehabt. Ja. Dann muss man ja fairerweise auch dazu sagen, haben die leider hier mit ihrem deutschen Ansprechpartner auch nicht so viel Glück gehabt. Ja. Und sie haben es sich auch einfacher vorgestellt, hier auf den deutschen Markt zu kommen. Absolut. Und wir haben dazu auch ein bisschen weiter recherchiert, haben hier mit Leuten gesprochen, die sich auf beiden Märkten und auch mit dem Thema Messe hier exzellent auskennen. Und von da kam das Feedback, dass die Hersteller, die hier auf den Markt möchten, natürlich große Hürden überwinden müssen. Also zum einen müssen sie schauen, wie sie die Zertifikate herbekommen, welche Autos können sie importieren, was muss vor Ort modifiziert werden. Und Genau, das sind- also wenn es ein Auto ist, dann ist es ja die zum Beispiel Emissionsklasse der Chinesen und nicht die europäische. Ne? Genau. Also, das muss gewandelt werden. Nachhaltigkeit, also der Nachweis der Materialien, wo kommt das her, wie nachhaltig ist das? Wir haben ja noch das Lieferkettengesetz und so eine Geschichten. So, Also, ja. so ist es und das sind unglaublich hohe Hürden und das heißt wiederum, es ist ein sehr langer Prozess und was das bedeutet, könnt ihr euch vorstellen. Also und da überlegen die Firmen sich natürlich 2, 3, 5 mal 10 Mal, ob sie hier auf den Markt kommen möchten, ob sich das für die lohnt, weil zur Realität gehört ja auch, wir sind ja auch nicht der einzige interessante Markt. Also wenn man sich anschaut, wo die Chinesen wirklich investieren. Der Markt geht gerade sogar ein bisschen runter, würde ich sagen. Ne? Also man hört es ja auch an allen Ecken und Enden. Absolut. Aber sie investieren natürlich sehr viel in Australien. Ja, da sind die Zugangshürden andere. Sie investieren unglaublich viel in Amerika. Und auch andere Märkte sind spannend. Und so, wenn der europäische Markt da so hohe Hürden setzt, dann weicht man gegebenenfalls aus. Aber auch trotz alledem, es gibt so ein paar spannende Themen nebenbei, was man so ein bisschen munkeln hört und nebenbei auch hört. Also nicht nur, dass BYD hier 3 Werke gekauft und gebaut hat, sondern auch andere chinesische Hersteller fangen ordentlich an, auch in Europa einzukaufen. Und das nicht ohne Grund. Auch im Campingbereich. Auch im Campingbereich. Genau, da bleibt es Denn spannend. der zweite Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, ist halt After Sale, also Service. Wie gehst du damit um, wenn irgendwelche Garantien, Servicefälle und so weiter sind? Da haben die auch mit zu knapseln, aber auch da, die Chinesen sind pfiffig. Genau, weil sie stampfen das jetzt nicht selber aus dem Boden, sondern sie sind eher darauf bedacht, Partner hier vor Ort zu finden, verlässliche Partner, sodass sie eben Servicestellen ihren Kunden anbieten können. Genau, einige haben es probiert und sind damit gescheitert und jetzt müssen wir auf die Suche gehen nach neuen Partnern. Auch wir wurden tatsächlich von den Herstellern gefragt, ja, wenn ihr da Partner kennt, nennt sie uns doch gerne. Also da gibt es noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was ich auch noch erzählen wurde, was auch uns erzählt wurde, ist auch, dass der chinesische Markt selber gar nicht so einfach ist, weil ihr müsst euch vorstellen, die ganze Industrie, die entwickelt sich da erst seit knapp 20, eher 15 Jahren so richtig. Also das heißt, im Vergleich zu uns ist es alles noch sehr, sehr klein.
Und der Staat hat trotzdem ein Interesse daran, dass es nicht wilder Westen wird. Und auch dort gibt es immer mehr Vorgaben und Regularien. Das heißt, die Hersteller haben dort auch mehr Sachen, die sie beachten müssen und sind vielleicht deswegen auch erstmal bedacht darauf, ihren eigenen Markt zu bedienen, weil das wahrscheinlich schon kompliziert genug ist. Nichtsdestotrotz, der Wunsch ist da. Es wird in den nächsten Jahren definitiv spannend werden. Ja. In diesem Jahr ist es nicht ganz so spannend geworden. In diesem Jahr hat es halt noch nicht hingehauen. In diesem Jahr waren die Hürden noch zu hoch, aber uns wurde ja auch von der Messe gesagt, auch wenn jetzt nicht mehr Campervan-Hersteller hier sind, die Teilehersteller sind von der Anzahl deutlich gewachsen. Also da wird es mehr werden. Und ja, wenn man im Hinterkopf behält, dass viele Teile sowieso aus China kommen, dass diese Firmen jetzt hier auf den Markt kommen und sich präsentieren und zeigen, hey, wir sind da, wir produzieren diese und diese Teile. Das bleibt auch spannend. Also gibt ja mehrere Bereiche. Auch mit den Herstellern, das wird spannend. Also Ja. glaubt mir, es wird spannend, auf jeden Fall. Absolut, wir bleiben da dran für euch.